So Leute, ernstes Thema, wie werde ich glücklich, verdammte Axt? Antwort, zieh nach Mallorca, so wie ich. Ende des Videos. Doch halt, viele, die hierhin ausgewandert sind, sind hier genauso unglücklich wie in Deutschland, weil sie sich selbst mitgenommen haben. Sie haben gehofft, dass die Umgebung sie ändert, aber sie haben sich nicht verändert. Aber dazu gleich noch mehr. Erstmal, ist das Video hier überhaupt etwas für dich? Dazu habe ich 3 Fragen. Erstens, bist du genervt, wenn du glückliche Leute siehst? Zweitens, bist du oft mal in einer Depri-Stimmung, fühlst dich leer, antriebslos? Und drittens, möchtest du besser draufkommen, weil du weißt, dass es dann alles besser läuft? Wenn du nur bei einer dieser Fragen an ein Ja gedacht hast oder sie dich zumindest leicht in deiner Passivität erreicht hat, dann bleib dran, um Gottes Willen. Denn in den nächsten Minuten zeige ich dir, wie du besser draufkommst und deinen Tag rettest. Und warum solltest du das tun? Wenn du gut gelaunt bist, dich innerlich frei fühlst, läuft auch alles besser. Zum Beispiel, wenn du verliebt bist. Du lächelst, ohne es zu merken. Du bemerkst das Singen der Vögel. Alles erscheint viel schöner. Du nimmst die Dinge bewusster wahr. Und das gleiche Gefühl, wenn du nach langer Zeit wieder eine Arbeit oder ein Projekt gefunden hast. Du fühlst dich auf einmal wertgeschätzt. Du fühlst dich gebraucht. Deine Arbeit wird bezahlt. Die Körperhaltung ist plötzlich gestrafft. Du gehst voller Zuversicht durch die Straßen. Uns glücklich zu fühlen, das ist ein super wichtiges inneres Bedürfnis. Gleich nach Essen, Trinken und Schlafen. Und als der Mensch geschichtlich aus seiner Uga-Uga-Phase rauskam, hat er sich mit dem Thema mehr und mehr beschäftigt. Das ist jetzt hier weniger wichtig alles, denn du willst ja konkrete Tipps. Aber irgendwie ist es doch ziemlich heftig, dass es mit dem Buddhismus eine ganze Religion gibt, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt, also wie wir ins Nirvana kommen, wie wir einen Zustand tiefsten Friedens und Glücks finden und wie wir es schaffen, Leid zu überwinden. Und genau darum geht's. Glück ist keine Glückssache, sondern ist eine innerliche Entscheidung und ein sich entwickelnder Zustand, den wir bewusst erzeugen können. Tony Robbins nennt diesen Zustand den Peak State. Also da, wo du maximale Energie und positive Gefühle hast. Und ein Zustand, in dem du eben absolute Top-Leistung erbringen kannst. Oder sagen wir es so, wenn du gut drauf bist, innerlich strahlst, dich unverwundbar, dich geliebt fühlst, wenn du also irgendwie Bäume ausreißen könntest, man kann auch sagen, dass du inspiriert bist, dann geht dir alles leicht von der Hand. Dann bist du kreativ, heißt also, du hast Ideen, Bock was zu tun und die kleinen und die großen Aufgaben anzupacken. Ob die jetzt zum Beispiel sind, endlich diese leicht unangenehme Mail zu schreiben oder dein Leben nach einer Trennung oder dem Jobwechsel neu in die Hand zu nehmen. Stimmt's? Oder habe ich recht? Oder habe ich recht? Recht. Aber wie zum Teufelchen kommen wir in diesen Zustand, in dem die Welt dich anlacht, in der dir einfach alles gelingen will? Hier sind 5 überraschende Ideen, die deine Stimmung sofort aufhellen. Garantiert. Denn ich mache das auch immer so. Erstens, Musik an und albernes Grinsen aufsetzen. Das wirkt sofort. Fake it till you make it. Das bringt dich gleich 5%, 10% nach vorne. Nicht viel, aber das startet deinen Motor. Es erzeugt Momentum. Also, mach dir beschwingte Musik an. Etwas aus deinem letzten Urlaub. Jetzt nichts Depressives, keine jammernde Trauerschnulze. Lieber Salsa oder was du willst. Und dabei zieh deine Mundwinkel so hoch, dass es weh tut. Deine Wangen können heftig spannen und deine Augen können anfangen zu blinzeln. Das nimmst du einfach für 5 Minuten in Kauf. Ein paar leicht zu überzeugende deines Gehirns denken dann nämlich, oh, das kenne ich, da ist irgendwie Spaß im Anmarsch. Und dein Gehirn schüttet so automatisch Glückshormone aus. Probier es bitte aus. Und wenn das jetzt im Office oder irgendwie am Gate am Flughafen vielleicht ein bisschen doof aussieht, weil da keiner lächelt, schließ dich mit Kopfhörern auf dem Klo ein.
Also mir wäre es ja egal, was andere Leute denken, aber früher, da habe ich das mit der Toilette echt gemacht. Dein To-Do? Da fragst du noch? Lächeln, das ist ein Befehl. Zweitens, Bewegung. Kennst du das immer aus diesen Hollywood-Filmen? Was sagt der Polizist da immer, um Leute zu verscheuchen? Move! Du verscheuchst damit deine miese Laune. Du musst dich bewegen. Geh raus. Einfach spazieren gehen. Noch besser Sport. Und zwar richtig exzessiv. Eine halbe Stunde. Dich richtig ausagieren, auspowern. Ich mache das auch. Die Zeit musst du finden. Und wenn du es gerade nicht hinkriegst, Vorhänge zu und wie ein Blöder rumtanzen zu deiner Musik. Die Musik hast du doch an, oder? Ja, Herrgott, du musst es auch machen, nicht nur hier berieseln lassen. Also, wenn du rumtanzt, ist das wirklich wurstegal, wie das aussieht. Tanz so, wie du dich fühlst, egal wie peinlich dir das vorkommt. Im Gegenteil, je verrückter, desto besser. Denn körperliche Betätigung, also jetzt bitte richtig, nicht nur ein Körperteil, das löst sofort die Anspannung. Es löst den Stress und erinnert deinen Geist und deinen Körper daran, wie befreiend es ist, einfach mal was anderes zu tun. So kommst du gleich nochmal 20-30% besser drauf. Dein To-Do, Move! Drittens, mach eine Liste. Wenn du da so ein dumpfes Gefühl hast, dich überwältigt fühlst, weil du ja irgendwie ganz viele Dinge machen wolltest, aber das jetzt nicht tust, weil du gerade im Loch rumlungerst, verstärkt sich dieses Gefühl. Und gleichzeitig kannst du es nicht packen, nicht fassen. Wie machst du es anfassbar? Mach eine Liste, egal wie, am Computer, an deinem Telefon. Manche sagen, schreib es lieber hin, dann siehst du das Post-it da immer kleben, aber digital kannst du ja Erinnerungen einstellen. Mach wie du willst. Dein konkretes To-Do, schreib da auf, was du an dem heutigen Tag erledigen willst. Die Liste kann ruhig voll werden, auch wenn du das nicht an einem Tag schaffen kannst. Allein diese Liste bringt 10% mehr besser drauf fühlen. Und dann pick dir die 3 wichtigsten Punkte raus und fang mit dem unangenehmsten Punkt an. Warum? Dann hast du schon etwas wirklich Wichtiges an diesem Tag geschafft. Das sind nochmal 20% mehr Besserfühlpotenzial und du kommst jetzt wirklich in die Ich fühle mich glücklich Zone. Viertens, steh eine Stunde früher auf. Das ist nun etwas für morgen früh und für den Morgen danach natürlich auch. Ein echter Gamechanger. Warum? Dann hast du morgens mehr Zeit. Ja, klar, das ist ja logisch. Aber der Effekt, ist dir das klar? Du hast dann morgens weniger Stress. Du kannst in Ruhe dich fertig machen. Was anständiges Frühstücken. Du musst dich nicht hetzen. Vor dem ersten Meeting kannst du zum Beispiel dann in Ruhe noch dich auf deinen Tag vorbereiten. Das hilft dir auch, wenn du so wie ich im Homeoffice arbeitest. Einfach früher an den Computer setzen. Und wenn du nun irgendwie irgendwo hin musst am Morgen, wie toll ist das, wenn die Bahn nicht ganz so voll und der Parkplatz noch frei ist? Wie viel Prozent Verbesserung das bringt? Ich würde sagen, das liegt an dir. Dein To-Do, heute Abend mal nicht so lange an dem blöden Telefon oder vor dem Fernseher hängen und einfach früher schlafi. Kann ich nicht so dauerhaft eine Stunde früher aufstehen. Ausrede, kannst du. Machst du jedes Jahr bei der blöden Zeitumstellung. Stimmt's? Oder habe ich recht? Oder habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? So, wir sind schon bei 5. Die Nahrung umstellen. Ja, in Deutschland ist ja immer Brötchen und so oder du machst dir ein Müsli. Das könnt ihr auch gerne weitermachen. Was immer dich glücklich macht. Aber ihr braucht Proteine. Also kauft dir eine so hundsgroße Dose mit Fitnessproteinen und mischt dir 2 bis 4 Löffel in dein Müsli. Ja, das mache ich. Ich mit meinen fast 90 Kilo nehme 4. Meine Frau, die eben eine viel kleinere Körpermasse hat, sie nimmt 2. Wenn das neu für dich sein sollte, wäre das mein Tipp. Und wenn du sowas nicht kaufen willst, dann tu dir einfach ein Rührei oder 2 auf dein Brötchen. Lass das bitte sein mit diesem prozessierten Wurst- und Käsezeug oder was du immer da für Fürchterlichkeiten auf dein Brötchen schmierst. Das bringt dir überhaupt gar nichts, außer einem Peak,
der schon verflogen ist, wenn du dich an den Schreibtisch setzt. Das bringt nichts als Ärger. Lass es bleiben. Das mit den Proteinen hingegen gibt dir direkt bei deiner nächsten Mahlzeit ein Plus von 20% Gute-Laune-Faktor. Ich schwöre. So, das waren jetzt 5 Beispiele, obwohl mir auf Anhieb noch ein paar mehr einfallen. Aber du sollst dir auch nicht alle auf einmal umsetzen. Und ich finde jetzt keinen der 5, die du nicht sofort umsetzen könntest. Denn du hast es freaking selbst in der Hand, du Hund. Ich gebe dir hier ein Erste-Hilfe-Set für gute Laune an die Hand. Machen musst du. Es sei denn, du engagierst mich als dein Coach, aber das wird teuer. Du machst das. Und das ist hier erst der Anfang. Denn dieses Video ist der Start meiner neuen Serie, in der wir uns die Gewohnheiten, die Denkweisen glücklicher Menschen mal genauer ansehen. Natürlich auf Grundlage meiner eigenen Erfahrung und da hatte ich echt genug von. Aber natürlich auch auf Grundlage der Erkenntnisse von Studien, von Büchern und von den Menschen, die es wissen sollten. Ich will dir hier eine Anleitung für ein erfüllteres Leben an die Hand geben. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du diese insgesamt 12 kraftvollen Denkweisen kennenlernen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal und hau auf die Glocke, um nichts zu verpassen. Und wenn du dich durch mein Video jetzt schon ein bisschen besser fühlst, dann lass mir unbedingt ein Like da. Du musst dir klar werden, du hast die Power, dein Leben richtig gut zu gestalten. Egal wie die Umstände sind. Ja, egal wie die Umstände sind. So Leute, das war's wieder für heute. Also, Like, Abo, Glocke, das hilft dann auch, dass sich die Videos weiter verbreiten. Und du tust mir echt einen Gefallen damit. Und wenn du jetzt wirklich durchstarten willst, dann trag dich in meinen Newsletter ein. Da bekommst du dann noch mehr Anregungen, Tools, um die beste Version von dir selbst zu werden. Der Link ist unten in der Beschreibung. Denn ich begleite dich auf diesem Weg, wenn du willst. Und denk daran, ich habe es geschafft. Ich bin so glücklich wie nie in meinem Leben. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Ich glaube an dich.